Noch eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Frische Paninis von Xavier, selbst gebacken. Vielen Dank. Naja, als werdende Mutter Charlie. kann man gar nicht... Auch wenn das meinem Bruder jetzt nicht passt. Ich wüsste schon gerne, wie es ihm geht. Fantastisch. Danke. Vor allem, weil ich jetzt natürlich wieder zu Hause bin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn ihr noch irgendetwas Sagen braucht... wir Angelo Bescheid. Du hast ja heute wirklich eine unsägliche Laune. Ja, dann sollten wir schnell was dagegen tun. Ich habe eine Überraschung für euch. Mein Gespräch mit dem Architekten hatte natürlich einen ganz besonderen Grund. In ein paar Monaten brauchen wir jede Menge Platz. Für uns beide und für den kleinen Zwerg hier. Und da die Wohnungssituation in Düsseldorf alles andere als einfach ist und ich noch ein hübsches Grundstück am Stadtrand habe, habe ich mir überlegt, dort ein Haus für uns zu bauen. Das ist ja Wahnsinn. Und was habe ich damit zu tun? Ich habe den Architekten beauftragt, eine separate Wohnung für dich zu entwerfen, in die du natürlich auch mit deiner Kanzlei ziehen kannst. Bitte? So kannst du jederzeit bei deinem Kind sein. Ist doch toll, oder? Ja. Und wenn ihr einen Babysitter braucht, dann bin ich natürlich jederzeit zur Stelle. Zum Beispiel. Okay. Jetzt reicht's. Was? Der Deal war der, dass ich euch helfe, ein Kind zu bekommen. Mehr nicht. Und ich bin nicht 24 Stunden für euch verfügbar. Lars, ich verstehe dich nicht. Carlas Vorschlag war doch gut gemeint. Und ich meine, mit Carla und Susanne zusammen zu wohnen, das macht doch mehr Sinn als deine Männer-WG. Wir drei unter einem Dach, das funktioniert doch nie. Und warum denn nicht? Weil ich keine Lust habe, rund um die Uhr den Babysitter zu spielen. Aber es ist doch auch dein Kind. Na, zumindest warst du nicht unbeteiligt. Und es ist doch auch schön, so ein neues Leben heranwachsen zu sehen. Zwischen uns läuft es so gut. Wieso können wir da nicht zusammenziehen? Versteht ihr nicht, dass ich auch noch ein eigenes Leben habe? Lars, jetzt... Nicht jetzt. Natürlich würden wir auf dein Privatleben Rücksicht nehmen. Wie gesagt, du kriegst eine eigene Wohnung. Ja, wo ihr mich jederzeit rausklingeln könnt, wenn das Kind schreit. Weil es zahnt oder irgendwas anderes hat. Ihr macht es euch wirklich einfach. Also wenn man dich so hört, könnte man meinen, du wärst schwanger und nicht ich. Ich sage doch nur, wie es ist. Ist das dein letztes Wort? Ja, und ich wäre froh, wenn wir das Thema jetzt zu den Akten legen könnten. Gut, dann sage ich jetzt auch mal, wie es ist. Ist die Lust am Frühstück vergangen? So war er schon als Kind. Ich muss mich jetzt um die Gäste kümmern. Was sollte das? Ja, vielleicht hast du damit kein Problem. Aber ich kann nicht mit einem Menschen, den ich... Jedenfalls kann ich nicht so tun, als wäre es mir egal. Was soll das? Du weißt ganz genau, dass du mir nicht egal bist. Du bist ein guter Freund. Ich rede hier nicht von freundschaftlichen Gefühlen. Ich habe dir schon 1000-mal gesagt, wie dankbar ich dir dafür bin, dass du dich bei Lisas Entführung so engagiert hast. Ich rede auch nicht von Dankbarkeit. Es war eine schwere Zeit für uns alle und jetzt heißt es back to normal. Ich kann das nicht. Und wenn du ehrlich bist, weißt du genau, dass sich zwischen uns etwas verändert hat. Du machst dir was vor. Können wir nicht noch mal in Ruhe über die Idee mit der Wohnung reden? Nein, tut mir leid, ich muss los. Was hat er denn? Keine Ahnung. Meinst du nicht, du hast eine Pause verdient? Ja, du hast ja recht. Den Rest kann mir auch das Personal nachschicken. Deine Idee mit dem Haus, die ist einfach wunderbar. Endlich ein eigenes Zuhause für uns und die Kinder. Ja, genau das hatte ich auch im Sinn. Dass Lisa bei uns wohnt und Paul, falls er sich wieder dazu entschließt. Und unser Kleines. Dann werden alle unsere Träume erfüllt. Ja. Warum muss sich Lars plötzlich querstellen? Können wir mal über was anderes als über Lars reden? Ich mache mir doch nur Gedanken. Vielleicht habe ich ihn mit meinem Vorschlag wirklich überfordert. Wie meinst du das? Wir engagieren ihn als Samenspender und sehen es als selbstverständlich an, dass er damit klarkommt. Lars weiß ganz genau, wie dankbar wir ihm dafür sind. Dann gerät Lisa in Gefahr. Ich bin nicht da. Lars lässt alles stehen und liegen, weil er sich verantwortlich fühlt. Dass Alex Lisa entführt, das konnte keiner ahnen. Er muss doch denken, dass wir wollen, dass er uns ständig hilft.
Ich an seiner Stelle wäre auch sauer. Ich bin mir sicher, der Grund für seine Verärgerung ist ein ganz harmloser. Ich bin mir sicher, dass ich ihn verletzt habe. Und es tut mir leid. Oh. Hallo, Du? wir müssen reden. So. Nicht über uns. Schon über uns, eigentlich über Carla. Schon wieder. Carla wollte dich nicht beleidigen. Sie wollte dir helfen. Ich glaube, in letzter Zeit wart wohl eher ihr diejenigen, die Hilfe brauchten. Sie wollte sich auch bei dir bedanken. Und ich möchte das auch noch mal tun. Carla und ich, wir beide wissen sehr zu schätzen, was du für uns getan hast. Das weiß ich doch. Vielleicht habe ich wirklich überreagiert. Ist doch durchaus verständlich in so einer Situation. Ich dachte, dass du auch... Lars, bitte. Ich liebe Carla. Sie ist für mich der wichtigste Mensch auf der Welt. Und wenn du in Zukunft etwas mehr Rücksicht auf sie nehmen könntest, sie soll sich nicht aufregen. Ja. Das wäre auch nicht gut für das Kind. Eben. Glaub mir, ich verstehe dich besser, als du denkst. Wir könnten doch erst mal hier wohnen, wenn mein Vater nicht so stur wäre. Ach, ich kann ihn verstehen. Immerhin war es mein Vater, der ihm die Frau ausgespannt hat. Jedes Mal, wenn er mich sieht, wird er daran erinnert. Hast du schon eine Idee, wie unser Haus aussehen soll? Der Architekte wird mir in den nächsten Tagen die ersten Entwürfe vorlegen. Allerdings weiß er noch gar nichts von der Planänderung. Vielleicht könnten wir zusammen einen Termin mit ihm ausmachen. Natürlich erst dann, wenn du dir nicht mehr über Lars den Kopf zerbrichst. Du kannst ja hell sehen. Ich find's gruselig, dass du dauernd an Lars denken musst. Ich glaube, ich sollte noch mal mit ihm reden. Das halte ich für keine gute Idee. Wieso bist du eifersüchtig? Quatsch. Ich will nur, dass es dem Vater unseres Kindes gut geht. Er soll glücklich sein. Ja, und das ist das Beste. Wir lassen ihn in Ruhe. Er hat wirklich sehr viel für uns getan. Da braucht er einfach mal wieder mehr Zeit für sein eigenes Leben. Na gut. Ich will mir auch nichts aufdrängen. Das wollen wir beide nicht. Danke, Carla, dass du gekommen bist. Hannes ist mein Neffe und Ansgar mein Bruder. Soll ich so tun, als wenn nichts wäre? Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es Natalie und Ansgar jetzt geht. Sie müssen schreckliche Angst haben. Natalie macht sich mit Sicherheit die schlimmsten Vorwürfe. Ich weiß nicht, wie ich das verkraften würde. Also wenn der Kleine tatsächlich in den Rhein gefallen sein sollte, besteht wohl nur noch wenig Hoffnung. Und? Hat sich schon ein Entführer gemeldet? Wovon redest du, Ansgar? Ja, Hannes ist bestimmt nicht in den Rhein gefallen. Er muss entführt worden sein. Nein, es hat niemand angerufen und auch... Was denn? Kein Brief? Nichts? Nein. Natalie, hör zu. Ich kenne jemanden, der könnte einen privaten Suchtrupp zusammenstellen. Auch mit Heli und Wärmebildkamera und so. Ja, dann ruf ihn an. Schnell, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ansgar, Hannes ist seit 24 Stunden verschwunden. Na und? Solange es noch eine Chance gibt, meinen Sohn zu retten, werde ich sie nutzen. Natalie, jetzt versuch dich noch mal genau zu erinnern. Was ist passiert, bevor Hannes verschwunden ist? Er war dieser Kerl, der die Frau verfolgt hat. Sie hatte Angst vor ihm. Ich habe ihm zugerufen, er solle sie in Ruhe lassen, aber er hat sie gepackt. Da habe ich die Bremse am Kinderwagen angezogen und bin ihr zur Hilfe gekommen. Ich weiß genau, ich habe die Bremse angezogen. Das war ein Reflex. Der Kinderwagen kann nicht in den Rhein gerollt sein. Das glauben wir dir doch auch. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Pärchen.
Was, du meinst, der Streit war fingiert? Was ist denn danach passiert? Der Typ ist abgezogen und ich habe mich um seine Freundin gekümmert. Ohne nach dem Kinderwagen zu sehen. Er stand noch da, das weiß ich ganz genau. Ich habe höchstens 2 Minuten mit ihr gesprochen und plötzlich war er weg. Wäre es vielleicht möglich, dass dieser Mann... Frau von Anstetten. Ich habe gerade erfahren, dass die Polizei die Suche abgebrochen hat. Hannes lebt nicht mehr. Dass Sie die Suche abbrechen, das heißt doch noch lange nicht, dass Hannes tot ist. Er lebt, ganz sicher. Sonst hätten Sie doch schon längst eine Leiche gefunden. Sie dürfen die Hoffnung jetzt nicht aufgeben, dafür ist es viel zu früh. Was wissen Sie denn schon? Sie haben doch gar keine Kinder. Als Mutter wüssten Sie, wie sich das anfühlt. Wenn einem das einzige Kind genommen wird. Hannes ist tot. Eine Mutter spürt sowas. Er ist tot. Tot. Sie sollte auf dem Schloss bleiben, bis alles vorbei ist. Ich komme schon alleine klar. Wenn Sie gestatten, werde ich Ihnen ein Zimmer fertig machen lassen. Danke. Ja, ich verstehe. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Sie haben einen Schuh von Hannes gefunden. 1 Kilometer flussabwärts. Oh mein Gott. Das muss noch gar nichts heißen. Es kann ja auch sein, dass sie ihn am Fluss verloren hat oder dass sie ihn aus seinem Wagen geschmissen hat. Das war doch immer seine Lieblingsbeschäftigung. Ja. Hey. Solange seine Leiche nicht gefunden ist, glaube ich felsenfest daran, dass Hannes lebt. Nein, er ist tot. Ertrunken. Und niemand wird ihn mir jemals zurückbringen. Und was, wenn alles erstunken und erlogen ist? Und Tanja uns mal wieder alle an der Nase rumführt? Sie hat Hannes entführen lassen, um ihn für sich alleine zu haben. Was sie hier abzieht, ist nichts anderes als eine billige Schmierenkomödie. Ihr dürft ihr diese Schmierenkomödie nicht abnehmen. Nathalie, ich verstehe, dass du völlig durch den Wind bist. Wie können Sie nur wagen, mir sowas zu unterstellen? Sie haben Hannes entführt und Sie haben seinen Tod vorgetäuscht, damit niemand Sie verdächtigt. Nathalie, wir können alle Ihre Verzweiflung verstehen, aber meinen Sie nicht, das geht etwas zu weit? Wie kommst du darauf, Nathalie? Weil so ein Kinderwagen sich nicht von alleine bewegt. Hätten Sie auf meinen Sohn aufgepasst. Ich habe aufgepasst. Dann wäre er noch am Leben. Und ich habe die Bremse angezogen. Sie lenken doch die ganze Zeit von Ihrer Schuld ab. Gegenseitige Vorwürfe bringen uns doch jetzt auch nicht weiter. Wisst ihr, was diese Schlange vorhin zu mir in der Halle gesagt hat? Ich soll mich besser aufhängen. In so einer Situation liegen bei allen die Nerven blank. Wenn sie wirklich um ihr Kind trauern würde, dann wäre sie nicht in der Lage, mir sowas an den Kopf zu werfen. Sie haben mir mein Kind genommen. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, es hätte Sie erwischt und nicht ihn. Ansgar, Tanja spielt uns was vor. Solange Sie den Jungen nicht gefunden haben, setzt uns diese Ungewissheit allen schwer zu. Wieso glaubt ihr einer Frau, von der ihr wisst, dass sie vor keiner Gemeinheit zurückschreckt? Bitte beruhige dich, Nathalie. Erst wenn sie uns sagt, wo sie Hannes versteckt hält. Komm, vielleicht ist es besser, du legst dich jetzt hin. Hm? Ich bin weder müde noch krank. Du bist völlig fertig. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass ihr alle auf sie reinfallt. Warum tun Sie mir das an? Tanja hat sich noch nie mit dem geteilten Sorgerecht abgefunden. Sie hat dich deshalb ins Gefängnis gebracht. Hast du das vergessen? Und sie hat gewusst, dass ich mit Hannes beim Arzt war. Sie konnte sich denken, dass ich den Weg am Rhein zurückgehe. Sie konnte alles in aller Ruhe arrangieren, um Hannes zu entführen. Nathalie, wir haben noch vollstes Verständnis für deine Lage. Wieso wehrt ihr euch gegen diese Vorstellung? Das könnte doch sein.
Was ist mit dir? Ansgar! Wenigstens du musst mir doch glauben. Jeder trauert auf seine Art. Die eine wünscht der anderen den Tod. Die andere will nicht wahrhaben, was passiert ist. Du glaubst mir nicht? Wir brauchen alle unsere Zeit, um darüber wegzukommen. Auch du, Nathalie. Vielleicht gerade du. Nathalie! Tschüss, du Pappnase. Nee, der wollte auch noch seinen Job machen. Ja und? Deswegen muss ich ihn ja nicht gleich lieb haben, oder? Also, saubere Arbeit, Jungs. Hier, das habt ihr euch verdient. Danke. Und das für den Hexenschuss, den ihr mir erspart habt. Prost. Prost. Wow, so habe ich unseren Keller ja noch nie gesehen. Hi. 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 Ich wollte das ganze Zeug erstmal loswerden. Da wird sich dieser Trödler aber gefreut haben. Ein paar schöne Stücke waren ja schon dabei. Naja, also ich glaube eher, dass der Mann das Wort freuen aus seinem Wortschatz gestrichen hat. Hauptsache ist, dass er alles abgenommen hat. Unsere alte Kommode hast du auch weggegeben? Wolltest du die etwa haben? Aber du hast vorher die Fotos aus der Schublade genommen, oder? Die Foto? Oh nein, habe ich nicht. Das tut uns leid, Herr Brandner, wir haben das nicht gewusst. Ach was, hab das selber nicht dran gedacht. Schade, da waren ein paar schöne Fotos von uns als Kinder dabei. Ja. Die haben Ihnen wahrscheinlich viel bedeutet, oder? Ach, was soll's? Weg ist weg. Da kann man nichts machen. Wieso sagen Sie nicht endlich, wo Sie Hannes versteckt haben? Wenn Sie mit diesem Selbstbetrug besser leben können, bitte. Eigentlich können Sie mir nur leid tun. Nathalie, es reicht jetzt. Nein, es reicht nicht. Ich will, dass sie die Wahrheit sagt. Vielleicht sollte ich Nathalie nach oben bringen. Wieso glaubt mir denn keiner? Ich werde ihn nicht beerdigen können. Nicht mal das. Hannes war das Einzige, wofür es sich zu leben lohnte. Ohne ihn hat alles gar keinen Sinn mehr. Was soll ich jetzt machen? Und? Ja, sie hat sich nur kurz in der Gästesuite hingelegt und will dann los. Ja, natürlich, mit meinem Sohn. Ansgar, du steigerst dich da in was rein. Dieser Privatdetektiv hat keinen einzigen Hinweis darauf gefunden, dass der Kleine bei ihr sein könnte. Ja, natürlich nicht. Weil Tanja ihn gut versteckt hat. Lass es, Ansgar. Wenn Sie uns nicht glauben wollen. Naja, wir gehen nach oben. Ich glaube dir, Ansgar. Ach, und wieso auf einmal? Du willst die Hoffnung auf deinen Sohn um keinen Preis aufgeben, natürlich. Du reimst die Theorien zusammen, die beweisen sollen, dass Hannes noch lebt. Und das würde meiner Meinung nach jeder Vater tun, der sein Kind liebt. Frau von Anstetten dagegen hat ihr Kind ganz offensichtlich aufgegeben. Jetzt will sie sogar die Stadt verlassen. Und ich frage, welche Mutter würde so etwas tun? Sie würde doch zumindest warten, bis... Ja, bis er gefunden ist. Und wie wollt ihr das beweisen? Jedenfalls sollten wir Frau von Anstetten keine Sekunde mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid, ich spreche. Du bist das? Seit wann kannst du Japanisch? Ach, ich hatte mal öfter hier im japanischen Viertel zu tun, aber ich habe mir auch nur diesen einen Satz gemerkt. Guten Abend. Wo ist denn bitte die Toilette? Sushi? Dankeschön. Das kommt genau richtig. Was denn jetzt? Das Sushi oder der Kuss? Beides. Aber was machst du hier? Ich dachte, du bist zu Hause. Ich konnte mich nicht konzentrieren.
Kein Wunder nach dieser Tragödie. Wie steht dein Bruder das nur durch? Ich glaube, er hat es auch gar nicht richtig begriffen. Und Tanja, die ist fix und fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber sie tut mir richtig leid. Denk nicht dran. Du hast recht. Wahrscheinlich ist es jetzt wirklich am besten, sich einfach abzulenken. Ich weiß auch schon wie. Was hältst du davon, wenn wir mal wieder was mit Lars machen? Ich weiß nicht. Ach komm, wir haben ihn jetzt lange genug in Ruhe gelassen. Er hat uns deutlich gezeigt, Dass er nicht mit uns zusammenziehen will, ja. Aber von nicht mehr miteinander essen gehen war nicht die Rede. Trotzdem. Komm, der wird doch langsam beleidigt sein, wenn wir uns nicht mit ihm treffen. Ich finde, wir sollten uns nicht aufdrängen. Aufdrängen? Warum übertreibst du jetzt so?